saved our lives, okay? We would have slept here. So, Tasche ist gepackt. Ab geht's. Fast vergessen. Bevor wir überhaupt los konnten, gab es da noch ein kleines Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch heute wieder vor Starkregen. Da gibt es wirklich dramatische Entwicklungen. Schauen Sie die Zerstörung, die das Wasser dort angerichtet hat. Alter, hat das auch von oben reingeregnet? Das ist ja auch auf den Tischen nass, ne? Ja, nee, das Wasser stand einfach 1,50 Meter hoch. Super, das ist ein Tag vorm Urlaub. Ja, Freunde, so kann's gehen. Das ist so, wenn man so wie ich nah am Wasser gebaut ist. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Gut, also ging es erstmal zu zweit los. Aber das sollte nicht Simons letzter Anruf gewesen sein. Let's go! So, Mission Nummer 1. Mit diesem schönen Gefährt auf nach Slowenien, Let's go. Kleines Fahrzeugupdate. Von Slowenien ging es dann straight nach Kroatien. Und da haben wir erstmal 2 kranke Lost Places mitgenommen. Erster Spot, der verlassene Flugzeughangar von Celjava. Militärflughafen und gleichzeitig Atombunker. 1970 haben die hier einfach ein 4 Kilometer langes Tunnelsystem in den Berg gehauen. Deep in the ocean, dead and cast away, where innocence is buried in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. Und gleich nebenan das verlassene Monument von Petrova Gora. Ursprünglich ein Denkmal für den Ausstand der Bevölkerung. Und seit dem Jugoslawienkrieg dem Zerfall überlassen. And fate. Guten Morgen. So, erstmal Zeit für eine kleine Erfrischung. Also so richtig kalt. Gutes Frühstück. Ein paar Vitamine. Amphetamine. Was? Zurück auf der Straße haben wir dann noch einen Anruf bekommen. Ihr erinnert euch ja noch an Simon, oder? Ja, kurzer Plot-Twist. Und zwar, wir standen ja gestern echt da knietief in der Scheiße drin, alles im Arsch. Wir haben übelste reingehauen, richtig viel geschaffen. Und das Ding ist jetzt... Nach meinem Hochwasserschaden kann ich es zwar noch nicht ganz glauben, aber ich kann mich hier nicht im Stich lassen. Ich will auf jeden Fall dabei sein. Ich komme jetzt hinterher. Wir sehen uns. Jawohl, Simon ist im Anflug. Simon! Man sieht auch direkt, Simon ist am Start, das Niveau sinkt. Ich bin am Start. Ist auf Talfahrt. Und wie das so ist, nach einer langen Anreise in ein fremdes Land, muss man erstmal richtig ankommen. Durchatmen. Das sind Momente, in denen ist man nur für sich, ganz privat. Eins mit der Natur. Herrlich. Traumhaft. Tja, Bosnien kann so. Bosnien kann aber auch so. So, kurze Pause. Wir sind hier im wunderschönen Gebirge Prentsch. Google sagt einfach, dass wir mit diesem Berg hochfahren können. Und ich fahre. So, für unsere Bergtour hier haben wir auch einen kompetenten Fahrer. Sitzt er noch im Kofferraum? Was hast du, Herr Gattert? Tja, wer hätte das gedacht? Hat natürlich nicht geklappt. Stopp! Kann ich noch? Ja, du kannst noch. Stopp!
Google Maps sagt jetzt, wir müssen Links. hier links hoch. Da ist auch noch so ein Minenschild im Gebüsch. Ja, kann ich hochfahren. Weiter ging es dann Richtung Süden, am Fluss Neretve entlang. Und die Straße E73 sollte man sich auf jeden Fall merken. Das ist einfach ein Ding zum Kopf aus dem Fenster halten und genießen. Geil, Junge. So, auf dem Weg zum Pen-Spot. Simon hat einen guten Deal gemacht. Wir dürfen hier pennen, solange wir ruhig sind. Einfach den ganzen Tag unterwegs gewesen, keinen Spot gefunden. Kommst du hier hin? Guck dir die Scheiße an. So, Regel Nummer 1, Spot sauberer hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. So machen wir das. Und ja, ein bisschen Touri-Kram durfte natürlich auch nicht fehlen. Dafür sind wir nach Mostar, Bosniens Wahrzeichen und Europas heißeste Stadt. Mostar Picture in Bosnien-Herzegovina. Wirklich? Ha, 2 in 1. Mit ein paar frischen Shirts ging es dann schnell wieder auf die Straße, zum geplanten Highlight des Trips. Ein Schlafspot im höchsten Gebirge Bosniens. Und am besten mit einem fetten Sonnenuntergang. Und ich sag mal so, die Nacht werden wir so schnell nicht vergessen. Küsst euch mal bitte. Ja, so richtig, ich mache ein Video. Also wir haben das Wetter nicht abgecheckt, es sollen 4 Grad werden. Wir haben eher so mit 24 gerechnet. Ey, wenn das klappt, ne? Das klappt. Dann wäre das richtig. Wie viel Wahrscheinlichkeit extrem, dass Leute haben sterben. Wir haben da vorne geparkt. Jedenfalls haben wir festgestellt, es zieht wie Hechtsuppe. Wir können da nicht unser Zelt aufschlagen. Aber wir haben eine Art Hochsitz gefunden. Und ja, damit zurück zum Auto, den Scully holen. Jungs, kurzes Stimmungsbild. Wie viel Bock habt ihr jetzt, da oben drin zu pennen? Kann ich? Das ist ein Kopf an Kopf losen hier. So, Tür professionell befestigt. Ich glaube, wir hatten schon mal eine angenehme Nacht, oder? Ja. Ich habe Angst, dass das Zelt aus dem Fenster fliegt. Oh, Urlaub ist schon ein großes Wort für das, was wir hier machen. Scheiße, jetzt aber schnell weg hier. Nach der eher frischen Nacht im Gebirge ging es dann schnell wieder zurück an die Sonne. Zum kristallklaren Fluss Drina, direkt an der Grenze zu Montenegro. Weg versperrt. Really saved our lives, okay? We would have slept here. Wir waren hier drauf und dran, an diesem wunderschönen Fluss hier zu pennen. Und diese netten Leute haben uns dann erzählt, dass dieser Fluss auch gerne mal 1,5 Meter steigt und diese Fläche komplett unter Wasser ist. Aber gut, bevor die Flut kam, war noch Zeit fürs Abendessen. Und da haben wir Feinschmecker uns natürlich nicht lumpen lassen. Hey, oh, oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Aus. Aus. Oh nein. Guck mal, da kommt noch einer. Was wir in Bosnien noch gemerkt haben, ist, dass man beim Essen im Freien eigentlich immer Gesellschaft bekommt. Es gibt da echt verdammt viele Streuner. Und auch noch andere Tiere. Ey, wie viel Ons will denn eure Hand daran haben? Jo, einfach ein Skorpion. Und dann hieß es auch schon zurück Richtung Heimat. Der letzte Schlafspot in Bosnien war nochmal richtig fett. Einfach ein verlassenes Haus mitten auf einem Hügel, das wir spontan auf Google Maps gefunden haben.
Roadtrip neigt sich zum Ende. Letzte Mission, das Auto sauber machen. Simon gibt dir schon sein Bestes. Ja, sieht aus wie neu, oder? So viel hat er auch gar nicht gesehen. Stopp! Jo, nach dem Trip können wir, glaube ich, festhalten, dass Bosnien und Roadtrips irgendwie zusammengehören. So viele Freiheiten und heftige Natur hat man, glaube ich, nur in wenigen Ländern. Aber gut, wir haben auch echt die Schattenseiten gesehen. Wenn man überlegt, dass der Krieg hier erst 30 Jahre her ist, wirken die ganzen Lost Places auf jeden Fall nochmal krasser. Und ach jo, da war noch diese fette verlassene Aluminiumfabrik direkt nebenan in Kroatien. Mit einer netten Aussicht auf den Krka Nationalpark. Das ist ein heftiger Spot hier. Eine Fabrik im Hintergrund. Und naja, so ein paar Sachen über Bosnien haben wir irgendwie noch nicht ganz verstanden. Warum zünden so viele Leute eigentlich ihre Felder an? Und stimmt das, dass die Leute ihre Häuser nur halbfertig bauen, weil man so Steuern spart? Naja, vielleicht finden wir das beim nächsten Mal raus. Über die Leute können wir auf jeden Fall sagen, dass, auch wenn manche das nicht direkt so zeigen, eigentlich alle mega offen und herzlich waren. Und jo, falls von euch wer noch ein paar Spots ansteuern will, Links sind in der Beschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Trip.